Endlich geht es mit unserem Kater Porfirio weiter und seinem wunderbaren Sommer auf dem Land. Wir haben gerade zwei Möglichkeiten, was wir machen könnten. Entweder mit Lusha unser hübsches Reimespiel spielen oder endlich versuchen, den doofen Hasen zu besiegen. Ich würde mal sagen, wir versuchen... Oh, habe ich die Sahne immer noch nicht bekommen? Richtig, das wäre natürlich das dritte, was wir machen könnten. Wir könnten schauen, dass wir an die Sahne rankommen, auf die ich es eigentlich seit 2, 3 Folgen abgesehen habe. Wo ich immer noch nicht ganz sicher bin, wie ich das anstellen soll mit meinem unglaublich nicht vorhandenen Talent fürs Springen. Darum würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zum Hasen. Und schauen, dass wir einmal vielleicht uns die Strecke nochmal angucken dürfen. Oder eventuell auch direkt gegen ihn laufen. Wir haben ja in der letzten Episode erstmal die Wölfe von der Rennstrecke verscheuchen müssen. Aber jetzt ist wieder freie Bahn. Wir haben Katzenminze verteilt. Oder magisches Gras. Und darum sollte jetzt unserem finalen Rennen, hoffentlich dem finalen, nichts mehr im Weg stehen. Wie immer befürchte ich, dass ich mich sehr doof anstellen werde. Zu sehr ich Katzen liebe. Ich glaube, ich wäre keine so perfekt gute Katze. Well, this is the final race. You and I, 2 laps. Let's see who's faster. Ready? Also, das finale Rennen, 2 Runden. Wir sehen, wer schneller ist. Wir können jetzt entweder üben oder aber direkt starten. Ich würde mal sagen, wir üben, denn mich würde sehr interessieren, ob es wieder diese Stelle mit dem doofen See gibt. Also, Let me practice a bit more. sehen wir erstmal Practice. Zum Testlauf hat auch den guten Vorteil, dass ich mir nochmal die Strecke ins Gedächtnis rufen kann. Hier geht's, glaube ich, relativ scharf nach links. Ja. Okay, es scheint dieselbe Strecke wie letztes Mal zu sein. Der Balken, wo ich es nie hochschaffe, um mir den Fisch zu holen. Und auch jetzt nicht hinbekomme. Hier dann rein. Das ist aber... Ist das jetzt an? Ach, da schau an. Okay, das ist jetzt anders als bei unserem eigenen, also bei den anderen Probeläufen. Wir kommen hier praktisch über den Balken mit dem Fisch, laufen dann hin. Das war, glaube ich, tatsächlich anders letztes Mal, oder? Das ist jetzt mehr die Strecke, wo wir das Gras für die Wölfe ausgestreut haben. Als tatsächlich dieselbe... Oder ich irre mich gerade, das kann natürlich auch sein. Oh, ja, hier geht's rum. Definitiv anders als unsere anderen Läufe. Wir müssen hier also, wir dürfen hier also scheinbar die Ecke abkürzen. Wie immer lasse ich es bei der Proberunde, bei der Übungsrunde eiskalt darauf ankommen, so jetzt hier rüber. Ah, jetzt geht's scheinbar doch noch zu unserem Springen übers Wasser. Ich hätte ja drauf verzichten können. Ich bin da so schlecht drin. Aber es ist tatsächlich ein bisschen anders. So. Wir erinnern uns, nicht ins Wasser fallen, denn dann werden wir direkt disqualifiziert und das habe ich 2, 3 Mal tatsächlich geschafft. Und ich eigentlich auch... Ja, ich könnte hier auch hochgehen, das ist gut. Wenn ich mich nachher so beim Rennen anstelle, dann... Ups. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Katze. Oh. Hektische Mausbewegungen. Nicht gut bei so einer Stelle. Eieieiei. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach aber trotzdem gleich mal mit dem Rennen. 2 Runden. Ich bin gespannt, wie viel Zeit wir haben. Wenn ich es nicht schaffe, dann spielen wir das Reimespiel mit Lusha und ich muss erst wieder ein bisschen ins Laufen reinkommen. Könnte auch passieren. Oh, da kriegen wir einen Fisch. Und dann geht es hier. Können wir quer durchlaufen. Wir müssen nur hier die leuchtende Säule erwischen.
Und dann sind wir wieder hier beim Hasen. Have you practiced some more? Run against the timer next time. Ich würde sagen, wir versuchen's. Yes, let's get started. Nicht, dass ich so über... Zur Not haben wir ja noch Sahne. Ach, was war das denn jetzt? Ich habe jetzt wirklich gedacht, der lässt uns direkt laufen. Na gut. Dann nochmal zum Hasen. Nochmal den Ladebildschirm. Und diesmal stelle ich mich dann hoffentlich nicht so doof an, wie wenn ich sonst schon gegen ihn gelaufen bin. Vielleicht ist es ja auch so wie bei, ich glaube, Prince war es, dass es manche Stellen gibt, wo er drum rumläuft und wir aber den direkten Weg nehmen können. Well, this is the final race. You and I, 2 laps. Let's see who's faster. Ready? Natürlich. You bet. Let's start already. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich nicht ganz so... Konzentrieren. Konzentrieren. Here's your task. Run 2 laps faster than Hare. He's fast, but you're smart. Take shortcuts when you can. I believe in you. You'll win. Ah, also er nimmt keine Ready, Abkürzung, aber wir dürfen. Set, go! Er nimmt keine Abkürzung, aber wir dürfen. Ich möchte die Milchflasche hier natürlich haben. So. Huch, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Aber komplett die Orientierung gerade verloren. Oh, er ist aber immer noch hinter uns, das ist gut. Ei Gott, das war jetzt ein... so typisch ich. So, hier. Jetzt können wir... Hoppala. Und ich sag vorher noch, dass es natürlich eine andere Strecke ist, als die wir schon kennen. Ah, ich bin so doof. Es tut mir so leid. Wir haben gesagt, wir müssen hier gar nicht hier durchlaufen. Ich nehme jetzt einfach mal schon mal die Milch hier. Und laufen sollte ich natürlich auch. Ich bin gerade nicht sehr konzentriert, wie es scheint. Oh, was heißt, wie es scheint? Ich bin definitiv nicht allzu konzentriert. Jetzt kommt die Stelle, bei The der Hare wir... is going faster. Don't fall behind, Porfirio. Ich sehe es selbst, Lusha. Danke. So, hier ist die Stelle, wo ich immer Zeit verliere, weil ich vermutlich genauso langsam in hier drüber springen bin, wie er im... Nein! Ach, Wasser. You lose. Ah, it's not enough to run. You have to jump too. Ah, das war jetzt sehr doof. Das tut mir sehr leid. Ich merke schon, schlechte Orientierungssinn und schlechtes Springen sind keine gute Kombination hierfür. Dann gehen wir jetzt einfach zu Lusha und machen mit ihr das Reimespiel, damit wenigstens hoffentlich noch irgendwas gelingt heute. Und dann bleibt mir immer noch, dass ich versuche, auf das Haus zu kommen für diese Sahne. Und zum Glück wurde mir die Milch jetzt nicht wirklich abgezogen. Oh, danke schön. Okay, auf zu Lusha. Do you want to play again? Natürlich. Yes, I like this game. Also wir erinnern uns ja, sie sagt uns ein Gedicht auf, sagt dann die erste Zeile, wie die zweite, sie die dritte, wie die vierte und immer so weiter. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd, because it was the middle of the night. Okay, also wir müssen uns jetzt merken, shining with all his might.
the billows smooth and bright, und the middle of the night. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there. After the day was done, it was very rude of him, she said, to come and spoil the fun. Und hier ist es dann, because she thought the sun, after the day was done, to come and spoil the fun. The sea was wet as wet could be. The sands were dry as dry. You could not see a cloud, because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. The sands were dry as dry, und no cloud was in the sky, und there were no birds to fly. Well, did you get all that? Natürlich haben wir Yes! Let's start. The sun was shining on the sea. das. Shining With all his might. Yes, that's it. The next line. He did his very best to make. The billows smooth and bright. Yes, that's it. The next line. And this was odd, because it was... The middle of the night. Excellent. Now let's repeat that stanza, and then start the second one. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd, because it was the middle of the night. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there. After the day was done, it was very rude of him, she said, to come and spoil the fun. The sea was wet as wet could be. The sands were dry as dry. You could not see a cloud, because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. Okay, that was the first part. Now let's begin the second one. Alles The klar. moon was shining sulkily. Because she didn't get a cake. Also manchmal sind die Alternativantworten schon sehr lustig, aber trotzdem. Because she ist es thought natürlich. the sun. Yes, that's it. The next line. Had got no business to be there. After the day was done. Yes, that's it. The next line. It's very rude of him, she said. To come and spoil the fun. The second part is done too. Let's repeat that again and start the third part. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd, because it was the middle of the night. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there. After the day was done, it was very rude of him, she said, to come and spoil the fun. The sea was wet as wet could be. The sands were dry as dry. You could not see a cloud, because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. The sea was as wet could be. The sands were dry as dry. The sands were dry as dry. Yes, that's it. The next line. You could not see a cloud, because... No cloud was in the sky. No cloud in the sky. Yes, that's it. The next line. No birds were flying overhead. There were lots of bats. Also manchmal, ganz ehrlich, manchmal ist es ja verlockend, das andere mal zu wählen. Aber wir nehmen das Richtige. Ich muss sagen, so schwer finde ich das Spiel jetzt auch nicht. Dadurch, dass Lusha es uns sehr oft wiederholt, ist es eigentlich auch ziemlich einfach, sich das zu merken. Ich frage mich allerdings immer noch, ob das richtige, echte Gedichte sind oder da einfach jemand bewiesen hat, dass er sehr schöne Reime zusammenstellen kann. There were no birds to fly. Well done. You're a smart cat. You remembered such a long poem. Let's repeat it again. Together. Natürlich. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd, because it was the middle of the night. Tut mir leid, wenn ich mich gerade verlesen habe und dann aufgehört habe. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there. After the day was done, it was very rude of him, she said, to come and spoil the fun.
ich glaube, es ist irritierender, wenn ich es mitlese, also lasse ich es jetzt bei der 3. Zeile. Zumal sie mich auch durcheinander bringt, weil ich nicht ganz synchron bin. The sea was wet as wet could be. The sands were dry as dry. You could not see a cloud, because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. You did great. Return again when you have time. We'll try something more challenging. Ja, das heißt, es gibt auf jeden Fall noch eine 3. Runde, wo ich auch überhaupt nichts dagegen habe, denn ich finde das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spielchen. Allerdings würde ich sagen, wir starten nächstes Mal wieder mit dem Rennen. Und zwar direkt bei unserem netten Hasen. Und danach versuche ich nochmal, und das mal hoffentlich erfolgreich, an diese Sahne auf dem Dach ranzukommen. Wo ich irgendwie auf dieses andere Dach neben unserer lieben Sonnenschein kommen muss. Und dann hoffe ich, dass sich das mit Basil klärt, dass wir mit ihm auch diesen Ausflug zu den Fischen machen können. Ich schätze allerdings, es gibt immer nur 2 dieser Lichtsäulen gleichzeitig. Daran könnte es eventuell liegen. Und dass dann seine erscheint, wenn wir das mit dem Hasen abgeschlossen haben. Aber ich mache hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Porfirio. Bis dahin, bye bye.